Ich wollte nie auf euch singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen, durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her. Wenn ich diesen Traum verwirklichen darf, Beruf Sänger, Beruf Chansonnier, Beruf Textdichter, dann soll das auf lange Zeit ausgerichtet sein. Ich möchte, und so geht es mir heute noch, so lange singen, bis ich eines Tages umfalle und nicht mehr singen kann. Mag mein Name nicht auf euch sein, mein Name gefällt mir auch. Reinhard May, erfolgreichster deutscher Chansonnier. Bring sie ins Pfandleihhaus, wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder, die sing ich dir, von Liebe und von Ewigkeit. Da kommt er dann so auf die Bühne gerannt und immer im Laufschritt und fängt sofort an zu singen. Und in dem Moment trifft einen ja diese Stimme wie ein Keulenschlag. Ankommen Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankommen Freitag den 13. um Mir gefällt eigentlich alles, das Gesamtkunstwerk Mensch, Reinhard May. Er teilt mit, was ihn bewegt, appelliert an Herz und Verstand. Seit 4 Jahrzehnten. Und heute ist er ein Denkmal. Also ich meine, er ist schon der Liedermacher von Deutschland. Gute Nacht, Freunde. Der Durchbruch in Deutschland 1971. Es regnet Preise und goldene Schallplatten. Der Erfolg dauert an. Ich glaube, dass diese Texte oder diese Zeilen zum Teil auch sowas wie ins kollektive Unbewusste eines Volkes gehen. Also ich glaube, dass ganz viele Deutsche das irgendwie abgespeichert haben. Noch bevor er die deutschen Charts stürmt, ein sensationeller Karrierestart in Frankreich. Als erster Ausländer wird er mit dem Prix International geehrt. In den 60er Jahren machte ein junger Mann auf sich aufmerksam, der sehr gut auf Französisch sang. Er war fast perfekt. Vielleicht hatte er einen winzigen Akzent, aber das war auch interessant. Über den Wolken. Ein Künstler, der in keine Schublade passt. Also Reinhard May ist Reinhard May. Er ist nicht so wie andere. Er ist nicht ein Remake oder ein Duplikat oder Nachfolger, sondern er ist ziemlich einzigartig, ich glaube auch ungewöhnlich. Bunter Hund, sein 24. Album, nimmt Reinhard May im Frühjahr 2007 auf. Auch diesmal ist er Geschichtenerzähler, ich bin ein Märchenerzähler. Meine Schnauze ist als Gau, doch mein Gebiss ist gesund. Ich bin ein Gaukler, bunter Hund. Ich will einfach nicht resignieren und sagen, ob ich nun singe oder ob ich nicht singe, das ist völlig wurscht. Nein, ich bin ein Weltverbesserer. Berlin. Reinhard May ist hier zu Hause. Über 500 Lieder stammen aus seiner Feder. Lange bevor er ein Album aufnimmt, sammelt er Ideen, sucht Themen. Die Themen finden mich. Man muss nur die Augen offen halten, man muss die Ohren offen halten, Nachrichten hören, Zeitung lesen, sich mit Menschen unterhalten, unter Menschen gehen. Es gibt wohl kaum ein Thema, über das Reinhard May nicht schon geschrieben hätte. Ich bin ein bunter Hund. Kampen auf Sylt. Auch hier ist für Reinhard May Heimat. Die Insel ist seine Werkstatt. Im Herbst vor den Aufnahmen werden Notizbücher und Zettelchen mit Einfällen geordnet. Dann geht es los. Ich schreibe wirklich ganz egoistisch die Lieder erstmal für mich selber. Ich schreibe sie, weil ich Lust habe, mir was von der Seele zu schreiben. Ich entdecke jeden Tag neu. Ich will nicht sagen bei Null an jeden Tag, aber ich fange jeden Tag wieder neu an, die Dinge zu entdecken. Und ich beobachte mich auch selbst dabei. Ich stehe in Gedanken oft
mit einem Schmunzeln neben mir und denke, Mensch, jetzt bist du schon so alt geworden und hast schon so viel gesehen und bist völlig überrascht und völlig erstaunt und stehst vor einer Situation, als würdest du heute den ersten Tag auf dieser Welt zubringen. Pünktlich alle 2, inzwischen alle 3 Jahre, gibt es ein neues Studioalbum. Zum Schreiben und Komponieren sucht Reinhard May die Einsamkeit, ist nur für seine Familie erreichbar. Freunde wie der Entertainer und Musikwissenschaftler Götz Alsmann wissen, erst wenn alle Lieder fertig sind, meldet sich Reinhard May zurück. Es gibt diese Zeit, ab jetzt wird geschrieben. Und dann wird wirklich mit der Stechuhr an die Arbeit gegangen. In der Dichterklause, in der Komponistenklause gearbeitet. So hat es Thomas Mann gemacht, so hat es Richard Wagner gemacht. Und irgendwann war das dafür. Das ist natürlich eine Disziplin, die ich nur bestaunen kann. Ich komme aus einem Wurf von Krokodilen. Ich tu was, keine Angst. Ich will nicht nur spielen. Ich bin der Streuner, der aus jeder Pfütze trinkt, der den Knochen ausgräbt, der zum Himmel stinkt. Ich apportiere euch meinen Fund. Ich bin ein bunter Hund. Es gibt natürlich immer dichterische Freiheit dabei und manches ist eben wirklich komprimiert, ist aus einer langen Zeit, wird in einem Lied ein Tag, aber ich glaube schon, dass ich meine Lieder bin. Ich schreibe mit allen Liedern meine Autobiografie. Ich würde gern noch einmal mit meinen 7 Sachen Lieder über eine Kindheit am Stadtrand von Berlin. Reinhard, das zweite Kind der Lehrerin Hertha May, kommt im Kriegsjahr 42 zur Welt. Seinen Sohn sieht der Jurist Gerhard May erst Monate später, als Soldat auf Fronturlaub. Zu den frühen Kindheitserinnerungen gehören Fliegeralarm und das Dröhnen der Bombe. Dass ich instinktiv die Furcht der Erwachsenen mitgekriegt habe, die mich gepackt haben nachts und die mich eben über die Straße geschleppt haben in diesen Keller hinein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich mich daran erinnern kann. Ich sehe die Situation sogar ganz deutlich vor mir. Ich bin sicher, dass das irgendwo seine Spuren in meinem Gemüt hinterlassen hat. Oma, Mutter und Tante kümmern sich um ihn, während die große Schwester wegen der Bombenangriffe evakuiert werden konnte. Ich war der Mittelpunkt von 3 Frauen und das merkt ein Kind auch. Ich habe nichts zu beißen gehabt vielleicht, aber einen Haufen Liebe. Der Vater kehrt aus dem Krieg zurück und Reinhard erlebt eine glückliche Kindheit mit Klavierstunden und langen Ferien in Frankreich. Paris, die Stadt, die für ihn als Kind so verwirrend und anziehend war. Er ist 13, als er hier zum ersten Mal allein aussteigt. Frankreich hat sein Lebensgefühl und seinen Musikgeschmack geprägt. Meine Eltern hatten vor dem Krieg französische Freunde. Und mein Vater hat sich immer sehr für französische Literatur und für die französische Sprache interessiert. Schon auch in seiner Jugend, weiß ich, wie er drauf gekommen ist, war also ein großer Kenner der französischen Literatur und der französischen Kultur. Und mit diesen Freunden haben die sich gesagt, wenn wir jemals Kinder haben sollten und dieser entsetzliche Krieg, der sich ankündigte, vorbei sein wird, dann werden wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass es zwischen Deutschland und Frankreich und umgekehrt nur noch Verständigung und Freundschaft gibt. Und sie haben das tatsächlich in die Tat umgesetzt, indem beide Familien ihre Kinder jeweils die Sprache der anderen haben lernen lassen. Die Elsässische Schule in Paris, für Reinhard May 1956 eine Schule fürs Leben. Ein ganzes Vierteljahr lang bin ich hier zur Schule gegangen, in einer französischen Klasse zusammen mit französischen Schülern. Und habe Französisch gelernt und habe Französisch gelebt in einer Gastfamilie, die mich aufgenommen hat. Und da waren 4 andere Kinder, glaube ich, davon 2 so ungefähr in meinem Alter. Und habe hier mein kleines französisches Leben gelebt. In Paris fängt er Feuer für Jazzmusik und Chansons. Douce France, Liederinnerung an die großen Entdeckungen der Teenagerzeit. Bis heute unüberhörbar die Vorbilder von einst. Für den großen Georges Trenet und Aznavour. Wie haben sie mich entzündet, überwältigt und bewegt. Hab mein ganzes Taschengeld in ihren Liedern angelegt. Und die spielte ich nach auf den Boulevards als Straßenmusiker. Haben
abends vor den Filmpalästen, wo man damals Schlange stand. Ich habe Boris Vian gehört, Grappelli und Beschek. Sein Sopran drang auf die Straße vom Caveau de la. Andächtig standen wir draußen, zwei Kinderarme in Arm. Hier habe ich vor fast 50 Jahren, also es sind 48 Jahre, habe ich hier die Klarinetten- und Sopransax-Legende Sidney Bechet gehört und den super Geigenjazzer, der mit Django Reinhardt zusammengespielt hat, Stefan Grappelli. Ich war damals so alt, wir durften eigentlich noch gar nicht rein, aber wir haben uns natürlich trotzdem reingeschmuggelt. Ich habe gerade gesehen, den Laden gibt es seit 60 Jahren, also ich bin fast seit Anfang dabei gewesen. In Paris erlebt er unbekümmerte Tage, anders als in Berlin, wo er das französische Gymnasium besucht. Ich wollte immer etwas anderes lernen als das, was man gerade lernen sollte. Und ich war immer gut in Sachen, die nicht gefragt waren. Aber in den Lehrplänen wurde auf solche Sachen keine Rücksicht genommen. Und infolgedessen habe ich also einen Haufen Maulschellen und schlechte Noten eingefangen. Im Gymnasium war das eine Zeit, die ich abgesessen habe, wie man vielleicht Zeit im Knast absitzt. Die 11. Klasse muss er wiederholen. Er hält durch, macht das Abitur und das französische Baccalaureat. 1973 verwirklicht er einen Traum und lernt fliegen. Dazu braucht man Trigonometrie. Auf einmal ist das Unlösbare lösbar. Mit der verhassten Mathematik söhnt er sich aus. Die Faszination fürs Fliegen hat bei Reinhard May in der Zeit der Luftbrücke begonnen, als er an der Hand seiner Tante staunend Start und Landung der Rosinenbomber in Tempelhof verfolgte. Mit Anfang 30 hat er die Pilotenlizenz. Unvergesslich der erste Alleinflug. War sehr aufregend, als ich dann landete nach meinem ersten Alleinflug, der nur 5 Minuten dauerte, weil das ist nur einmal um den Platz rum, stand die ganze Flughafenbesatzung, wie das so üblich ist, hat mir die Krawatte abgeschnitten, die ich für diesen Flug eigentlich angelegt hatte. Das ist auch einer von den alten Riemen. Und hat mir den Arsch versohlt, weil das gehört auch einfach mit dazu. Es ist schon die kindliche Lust, die Welt von oben zu sehen. Zu sehen, wie alles plötzlich ganz klein ist. Die kleinen Spielzeugautos, die kleinen Menschen, die kleinen Deutschen im kleinen Deutschland. Aber es ist natürlich noch was anderes. Es ist die Freude zu merken, dass man ein Gerät beherrscht, dass man durch eine erworbene Fertigkeit in der Lage ist, sich in einem Medium zu bewegen, wo man eigentlich nichts zu suchen hat. Gefährten aus der Liedermacher-Pionierzeit. Hannes Wader kennt er seit Mitte der 60er Jahre. Klaus Hoffmann ist erst später zum Freund geworden. Nachts ging ich in die Clubs und Reinhard war schon etabliert. Das war ein schweigender, etwas leptosomer Typ, schoss dann in diese Clubs rein mit seiner Gitarre und sang die Lieder, die damals wichtig waren. Und das waren richtige tolle Sachen. Der kam dann, sang und ging. Seit er mit 14 die erste Gitarre bekam und in einer Skiffle-Band spielt, will er Musiker werden. Den Eltern zuliebe macht er eine Kaufmannslehre, studiert Betriebswirtschaft. In Clubs wie dem Westberliner Steve Club tritt er mit eigenen Chansons auf. Hier geben sich in den 60ern die jungen Liedermacher die Klinke in die Hand. Für 5 Mark am Abend. Die 11x-13 war meine Passion. Sie war meine Liebe, mein Stolz und mein Lohn. Einst waren wir glücklich und was uns verband, war viel mehr als nur Symbole auf magnetischem Band. 5 Mark. 5 Mark, das war ein Haufen Kohle und es erlaubte einem, sich woanders noch ein Bier zu kaufen. Wenn man hier, hat man ja seins kostenlos gekriegt, aber es gab einem die Möglichkeit, dann vielleicht um die Ecke noch einen Happen zu essen. Und das war
Mäzenentum von Seiten der Leute, die diese Kneipe hier hatten, weil mit diesen 5 Mark haben sie uns wirklich geholfen, uns über Wasser zu halten. Grauer Regen fiel zur Nacht, als sie dich nach Hause trugen. Dass du nicht mehr aufgewacht, bringt die Welt nicht aus den Fugen. Macht nichts, dass kein Blumenhaufen auf dich ausgeschüttet ist. Könntest dafür doch nichts kaufen, wenn du erst da unten bist. La 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 ram, badam, bam. Februar 2007. Unterwegs nach Aachen. Im Gepäck 13 Texte, 13 Melodien. Liederernte aus 3 Jahren. Im Studio von Manfred Manni Leuchter beginnen die Aufnahmen für das neue Album. An den Haken heult nicht irgendwann und er zahlt den 3-fachen Preis dafür. An den Reglern sitzt Alex Jacobi. Manfred Leuchter spielt das Akkordeon, arrangiert und produziert. Der Boss kennt keinen Widerspruch, nun gut, 5-fachen Lohn. Ich fahr bei Wind und Wetter, doch weiß ich da zusammenbrauch. Dafür mein Herz in die Welt. Und was ist ein halber Border Collie? 10-faches Geld, der Fischer sieht, wie der Rostfraß nagt am Boot. Ein paar Wochen lang sind die Musiker eine verschworene Gemeinschaft. Gemeinsam gehen sie ein Wagnis ein. Du fängst immer bei Null an. Das ist immer das erste Mal. Jedes Album, das du machst, ist das, wo das meiste Herzblut drin ist. Das ist das, wo du am meisten dran gehangen hast. Und du weißt, wenn du es schreibst, wenn du es aufnimmst, du wirst nie wieder so sehr an einer Platte, an einem Lied hängen, wie das, was du gerade einsingst, was du gerade aufnimmst. Ich bin als Rüpel verschrien im ganzen Land, aber die fress ich aus der Hand. Außen bin ich abgewetzt, aber innen wie neu. Ich bin ein bunter Hund. Aber dir bin ich treu. Es ist an sich dieses Positive seiner Einsamkeit auch, denn das ist ja was Einsames. Er ist ein Träber in dem Moment und einer, der sich außerhalb von allen Gruppen stellt. Und das ist deswegen für mich schwer zu erklären, weil er ja so viel mitmacht hier. Und er ist ja überall vorhanden und steht in den Medien. Und trotzdem gibt es eine Ecke von diesen herumstreunenden, an sich an keine Reglements bindenden Straßenköter, die ich in erster Linie nicht so bei ihm sehe. Ja. Aber das ist er in der tiefsten Form schon, sonst hätte er sich diesen Beruf ja gar nicht erwählt. Obwohl die erste Platte ein Ladenhüter ist, setzt er alles auf eine Karte, bricht das Studium ab und macht die Musik zum Beruf. Mit 24 Jahren heiratet er Christine, seine Jugendliebe aus Paris. Als er seine Lieder übersetzt und auf dem Chanson-Festival im belgischen Knocke auf Französisch singt, kommt unerwartet ein Angebot aus Frankreich. Capricieuse et changeante, elle est comme le feu qui brûle ma mémoire, je ne sais plus qui je suis. Christine, ma belle, ma douce, ma jolie. Es war ein französischer Produzent im Publikum und der hat gesagt, der junge Mann gefällt mir. Er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, wir machen eine Platte zusammen. Und dann haben wir es genauso gemacht. Ich habe die Platte in Paris bei ihm aufgenommen und mit der allerersten Platte haben wir gleich einen Schallplattenpreis gewonnen. Il m'a payé un coup à boire et nous avons commencé à parler métier. Et entre deux demi, il m'a dit, tu sais pas qu'on vient enfin de publier de la musique à moi, pareil que ça marche fort. Vraiment le truc t'aimant. Ich fand eben immer schon spannend, wie man mit künstlerischen Mitteln oder mit dem Praktizieren von unterschiedlichen Sprachen ja Brücken baut. Und so jemand wie Reinhard May hat
ja dann sehr früh, 60er, 70er Jahren, diese Brücke gebaut, wo die deutsch-französische Freundschaft noch nicht so selbstverständlich und normal ist, wie sie heute ist. Viele junge Menschen, die Generation, die weiß wahrscheinlich gar nicht, dass eben noch die jetzt alte Generation in unserem Land feindlich oder dass es eine Feindschaft gab zwischen Deutschland und Frankreich. Und für mich war das ein ganz, ganz wichtiges Friedenssignal. Mit der zweiten Platte übertrumpft er den Erfolg seines Debüts. Er bekommt den Grand Prix du Disque der Akademie Charles Cros als erster Deutscher. Die Lieder kamen ihm irgendwie vertraut vor. Es war ihre Art zu denken und zu sprechen, vielleicht etwas Exotisches dabei, was tatsächlich was meine deutschen Wurzeln ausgemacht haben. Und vielleicht war es das, was den Witz ausgemacht oder das gewisse Etwas, das sie empfunden haben. Seine französische Karriere startet er als Frédéric May. Er begeistert die Zuschauer im legendären Pariser Olympia. Seine Texte werden in Schulbüchern abgedruckt. Dinge, über die ich schreibe, über das Leben, über das Abschiednehmen, über Essen und Trinken, über Freude, über Trauer, das sind dieselben, ob die in deutscher Sprache oder in französischer passieren. Manchmal gibt es größere Unterschiede zwischen Flensburg und Konstanz als zwischen Berlin und Paris. In der Zeit der Studentenrevolte macht Reinhard May mit leisen Liedern über die Liebe und das Leben Furore. Chanson- und Folklorefestival auf Burg Waldeck. Hier sang Reinhard May 4 Jahre zuvor sein erstes eigenes Chanson, Orpheus. 68 beherrschen Revolutionsattitüden das Klima. Er schwimmt gegen den Strom. Dann füllt sich mein Kopf mit Wasser, wie aus einem Quell so frisch. Drinnen schwimmt ein großer, nasser, trunkener, lila Fisch. Und der guckt aus meinen Augen, fängt an, weil er nichts vermisst, sich vor Freude voll zu saugen, weil die Welt noch nicht zertöppert ist. Ich kam, das muss ich dazu sagen, eigentlich ziemlich direkt aus dem Mai 68 in Paris, den ich dort miterlebt habe und in dem ich natürlich viel furchtbarere Bilder erlebt habe, wirklich von Gewalt, von Gewalttaten, von Verletzten, von blutenden Menschen. Bilder, die ich bis dahin eben wirklich nur von Kriegsfilmen kannte. Die Aufnahmen in Aachen gehen schon in die 3. Woche. Der Druck der ersten Tage lässt nach. Die Anspannung bleibt. Morgen zusammen. Manni, gut genächtigt? Jawohl. Schöne Grüße von Götz Alsmann, den ich eben beim Frühstück getroffen habe. Vielen Dank. Auf zu neuen Tagen. Ich bin wieder zurück im Studio. Alles klar? Na, wunderbar. Nee, das ist nicht mein Ding. Nee, lass es sein. Da setze ich mich lieber mit Hella auf eine Terrasse und esse einen Teller Nudeln. Und es geht los. Einer sagt zu mir, Mann, ich seh dir doch an, du hast da ein echtes Problem. Das weißt du auch längst, doch schamhaft verdrängst du's und machst es dir einfach bequem. Eine Nachricht erreicht Reinhard May. Für sein Album Mein Apfelbäumchen gibt es Platin für 500.000 verkaufter Platten. Den Erlös stiftet er komplett der Kinderkrebshilfe. Genau sage ich, in der Tat. Doch ich brauch keinen Vater und keinen Psychiater, wenn ich keinen Ausweg sehe. Keinen Pharmazeuten, keinen Therapeuten, ich brauche einen Sommelier. Ich brauche einen Sommelier.
bin überzeugt davon, dass wenn Sie ein Album aufnehmen würden mit Instrumentalversionen seiner schönsten Balladen, ja, Sie würden eine fantastische Platte machen können, mit wunderbaren Melodien. Und jeder schwelgt ja auch in diesen Melodien, aber man redet wirklich nur immer über den Text. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen der Fluch der Liedermacherzeit. Die haben sich damals natürlich auch sehr textlastig verkauft. Die Jagd wird begossen und dann wird beschlossen, der Krempel wird, weil man hier großzügig denkt, dem nächsten Armenhaus geschenkt. So wird auch den Ärmsten der Segen zuteil. Es lebe das Weidwerk, dreimal Weidmanns Heil. Trotz seiner Erfolge in Frankreich kommt die deutsche Karriere erst 1971 richtig in Fahrt. Mit goldenen Schallplatten und vollen Sälen. Danke, jetzt habe ich 2. Na, sehen Sie, wenn Sie 5 haben, kriegen Sie ein Heintje dafür. Es ging sehr langsam und ich hatte wirklich Zeit, mich zu entwickeln, auch Zeit zu wachsen. Und immer, wenn irgend so etwas war, irgendein Triumph, dann wusste ich ganz genau, es gibt auch Zeiten, in denen man keine Schlagzeile hat und in denen es etwas stiller ist. Die sind deswegen nicht schlechter. Ich liebe dich. Hella, seine zweite Frau, seine Lebensliebe, heiratet er 1977. Ich baue auf dich. Sie begleitet ihn auch 1979 nach Paris, wo er in der Music Hall Bobino Abend für Abend einen ganzen Monat lang mit seinem Soloprogramm Triumphe feiert. Fini le temps du baladin, du saltimbanque et comédien. Le luth que tient le musicien vient de se taire entre ses mains. La grande table désertée, des verres vides, des fleurs fanées. Das Olympia ist außerordentlich berühmt und hat ein großes Prestige. Aber das Bobino war faszinierend. Die Lieder, die er sang, waren sehr französisch, gut geschrieben, alles sehr ausgefeilt, im Stil der damaligen Zeit. Les lumières se sont éteintes, toutes les fêtes ont une fin, ni les reproches, ni les complaintes. Das Bobino war wirklich der Musentempel, das war die Heimat des Chansons. Da haben wirklich alle Großen irgendwann ihre Recitals gehabt. Und als ich dann also mich auch in diese Liste eintragen durfte und einen Monat lang im Bobino singen durfte, da hatte ich das Gefühl, nun wirklich den Olymp erklommen zu haben. Bonsoir, mes amis, il est temps que je m'en aille. Ce qui me reste à vous dire ne dure qu'une cigarette et le temps d'un dernier verre. Pour ces heures passées à bavarder, merci pour votre patience quand nos avis étaient contraires, pour n'avoir pas cherché à savoir d'où je venais, ni pour où je pars, ni quand, ni pour toi. Bonsoir mes amis. Die Familie ist jetzt ein wichtiger Teil seines Lebens. Sohn Frédéric kommt 1976 zur Welt. 6 Jahre später Maximilian, 1985 Tochter Victoria Louise. Ich habe meinen Hut gezogen mit einem letzten Album 1982 in Frankreich und ganz deutlich gesagt, es tut mir leid und ich bin traurig, aber jetzt haben die Kinder, die ich bewusst mit meiner Frau in diese Welt gesetzt habe, den Vorrang. Die brauchen ihren Vater dringender als, es tut mir leid, meine Freunde, ihr euren Sänger auf der Bühne. Und ich habe das so entschieden und es war gut so. Und ich habe nichts bereut und es hat mir dann auch nichts gefehlt. Bonsoir, mes amis. Es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab. Und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab.
dafür, dass ihr nie fragtet, wann ich komm oder geh. Alte Fans seiner Lieder, neue Freunde seit gemeinsamen Dreharbeiten. Mir ist es gar nicht mehr so bewusst, wie der Reinhard also Musikdeutschland so geprägt hat. Was meine ganze Familie immer gegrölt hat, war wirklich dieses Über den Wolken, weil ich bin ja aus dem Osten und ich glaube, dass da dieser Song irgendwie, also diese Bands, die sehr gerne gehört wurden bei uns, waren ja immer so welche, die so doppeldeutige Texte gemacht hatten. Ne? Und Über den Wolken war ja was man als Ostbürger überhaupt nicht hatte. Mit Dingen, die einfach nicht abzuändern sind, die wirklich nicht abzuändern sind, muss man versuchen, sich irgendwie zu arrangieren, damit man überleben kann. Denn sonst verschleißt man sich im Kampf gegen Felsblöcke, die man nicht aus dem Weg räumen kann, die niemand aus dem Weg räumen kann. Aber in dem Moment, wo ich eine Chance sehe, wenn mich etwas anficht, wenn mich etwas zornig macht, wenn mich etwas ärgert und ich sehe eine Chance, eine menschenmögliche, den Gang der Dinge zu beeinflussen oder Dinge abzuändern, dann finde ich, dann muss man das versuchen. Im Frühjahr 2003 gehört er zu den Prominenten, die ihre Stimme gegen den Irakkrieg erheben. Ich weiß, dass Berlin die Schnauze voll hat vom Krieg und dass die Leute sehr genau wissen, was Krieg ist. Und wir sehen es an jeder Fassade in dieser Stadt noch immer, was Krieg anrichten kann. Wir sind gebrannte Kinder. Was wird man unter der Fahne heimbringen aus dem fremden Land? Mehr als eine Erkennungsmarke aus einem Aufschlagband. Kai war auf diesem Flug und mit ihm 3 Kameraden, 4 Einschüsse im Bug, hatten Hilfsgüter geladen, unbewaffnet in freundlichem Feuer. Mein Vater ist aus diesem Krieg gekommen und hat gesagt, das ist das Furchtbarste, was Menschen antun können. Ich bin der Neffe eines Onkels, der im Krieg ein Bein verloren hat. Der Neffe eines Onkels, den ich nie kennengelernt habe, weil er im Krieg gefallen ist. Ich habe überall in der Verwandtschaft nur Menschen gehabt, die gesagt haben, es gibt nichts Furchtbareres als Krieg. Nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen, nie wieder Krieg. Und das habe ich wirklich so verinnerlicht. Gewalt wird neu Gewalt gebären. Terror wird neuen Terror nähren. Und wieder ziehen Mütter daraus keine Lehre. Und wieder schenken Väter Söhnen Spielzeuggewehre. Es liegt nicht brach, es dörrt nicht aus. Das verfluchte Feld der Ehre. Seit 40 Jahren gibt der Wechsel von Studioaufnahmen und Tourneen dem Leben des Sängers einen selbstgewählten Rhythmus. Musikanten sind in der Stadt, aber Musikanten sind in der Stadt. Mal bitte. Okay. Frühstück? 5 Minuten. Alles klar. In den Gaststätten lag alle Betten belegt. Musikanten sind in der Stadt, bevor es wie ein Schicksalsschlag durch die Herberge fegt. Ein Jahr nach dem Album geht er auf Tour, singt hintereinander 60 Konzerte. Authentische Überraschung. Und mache, was ich will. Da spielt sich wieder irgendwie... So ist er wochenlang unterwegs mit einer eingespielten kleinen Mannschaft, seiner Tourneefamilie. Ich war immer mit Menschen zusammen, denen ich vertraue und denen ich mich öffnen kann, in denen ich mich hingeben kann, von denen ich weiß, dass sie mich nicht hintergehen werden, dass sie mein Vertrauen nicht missbrauchen werden. Wenn ich die um mich habe, dann bin ich in meinem Biotop, dann gedeihe ich, dann bin ich glücklich. Also ganz egal, an welchem geografischen Ort ich gerade bin. Er hat das immer benannt mit der Brüderlichkeit. Das finde ich ganz schön an sich. Und ich war früher so besoffen von dem Mantel Reinhard May. Musste erst mal da durchdringen. Ist ja viel schwerer. Dass ich dachte,
das halte ich dann nicht aus, auch diese Nähe. Aber es bleibt schon sowas wie Liebe, ne? Der Reinhard, der wirklich das ist, was man denkt, dass er ist. Er ist ein wirklich ganz, ganz zauberhafter und aufrichtiger und direkter, offenherziger Mensch. Der Familienmensch May. Nur noch selten sind alle zusammen. Sohn Max lernt Sprachen in Asien, Viktoria studiert Grafikdesign, Frederik, der Älteste, ist selbstständiger Zimmermeister. Im Großen und Ganzen war er bestimmt mehr für uns da als der Durchschnittsvater. So, natürlich gab es dann auch Phasen, gerade auf Tournee oder im Studio, wo er dann monatelang halt hintereinander nicht da war. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen hat er doch sehr viel Zeit mit uns verbracht und war sehr viel für uns da. Doch, also das denke ich schon. Auf jeden Fall. Auch zu Geburtstagen wurde immer, weil unsere Geburtstage gefallen im November, wo meistens die Tournee vorbei war. Und er war immer da. Also ist immer genau davor geschickt nach Hause gekommen. Es gibt wohl kaum einen Vater, der durch seine Kinder zu so vielen Liedern inspiriert wurde wie Reinhard May. Ich habe durch die Schwangerschaft und besonders durch die Geburt so unglaubliche Erlebnisse meinem Erlebnisschatz hinzufügen können, die ich nicht missen möchte. Und die wunderbarsten, die erschütterndsten und die tiefsten Erlebnisse mit den Geburten unserer Kinder gehabt. Viktoria, seine Jüngste, sieht er nur in den Semesterferien der Londoner Kunstuniversität. Sind mir die Dinger bekannt. Unsere Kinder sind ganz normal aus dem Haus gegangen und sie kommen immer gerne wieder zurück. Wenn man sie nicht zurückhält und sagt, ich gebe dich jetzt nicht her, dann gehen die Kinder und kommen von ganz alleine mal wieder nachgucken, wie es den alten Eltern zu Hause geht. Zu Hause ist es ruhiger geworden. Der Alltag mit seiner Frau Hella ist für ihn aufregend geblieben. Sie ist ganz sicher eine immer ständig sprudelnde Inspirationsquelle, die für mein Schreiben sehr, sehr wichtig geworden ist, die mir auch sehr unbequeme Wahrheiten sagt und einer von den ganz wenigen Menschen, von dem ich sie mir auch sagen lasse. Sie ist eine kluge und 100%ig verlässliche und treue Ratgeberin. Und sie ist meine Geliebte. Ich bin kein Kuscheltier, ich bin ein Straßenköter, ein amtlich anerkannter, schockschwerer Nöter, ein Aktenkunja-Tagedieb in allen Gassen. Ich fasse, wenn's mir passt, doch ich bin nicht zu fassen. Von jedem Pförtner in der ganzen Stadt verflucht, von allen Heimsuchungen heimgesucht, von Schlägen ist mein Rücken wund. Ich bin ein bunter Hund. Wie immer bringt Reinhard May das neue Album im Monat Mai heraus. In dem Moment, wo du es dann fertig hast und wo du es abgibst, hast du das Gefühl, wieder dich einen Berg hinaufgehangelt zu haben, dein Bestes gegeben zu haben und du bist gespannt, was damit passiert. Nichts ist garantiert, du weißt nicht, wie es laufen wird. Bunter Hund ist nach einer Woche die Nummer 1 der deutschen Charts. Ich schnüffel ungeniert in allen Winkeln. Ich bin ein Hund zum auf den roten Teppich pinkeln. Ich hab schlechte Manieren und ein struppiges Fell. Ich beiße, doch ich tue so, als ob ich nur bell. Ein Schakal als Königspudel getarnt. Vor einem wie mir haben deine Eltern dich immer gewarnt. Das sind wieder Melodien für Millionen. Es hat viele Leute, glaube ich, nochmal wachgerüttelt, dieses Album. Aber solltest du dich trotzdem für mich entscheiden, dann lass ich mich für dich in Streifen schneiden. Bewach ich deinen Schlaf, dann zieh ich deinen Schlitten, dann führe ich dich im Dunkeln, dann schließ ich dich mitten in mein Herz. Ich bin als Rüpel verschrien im ganzen Land, aber dir fress ich aus der Hand. Außen bin ich abgewetzt, aber innen wie neu. Ich bin ein bunter Hund. Aber dir bin ich treu. Dir bin ich treu. Dir bin ich treu. Dir bin ich treu. Erfolge sind glückliche Momente.
Er ist ein stiller Star geblieben, unverwogen vom Ruhm. Im Herbst 2008 geht er auf Bunte Hund-Tour. Dann singt er die neuen und alten Lieder. 8 Wochen lang, jeden Tag vor 2.000 bis 3.000 Menschen. Ich bin manchmal an Abenden vor der Tournee in Tränen ausgebrochen, weil man auch in einem eigenartigen Zustand ist. Es ist wirklich ein Bad der Gefühle. An jedem Vorabend sage ich mir, das war meine letzte Tournee. Da sage ich, bist du eigentlich bescheuert? Warum machst du das eigentlich immer? Und diesmal ist es aber wirklich das letzte Mal. Mit jedem Konzert merkst du erst, dass nichts garantiert ist, dass nichts geschenkt ist, dass man keinen Bonus hat und dass man immer wieder von vorne anfängt und dass es viele Dinge geben kann, die schief gehen können. Und ich denke, das ist irgendwie das, was Auslöser für das Lampenfieber ist, diese Angst. Und du meinst, das ist auch der Richtige? Das ist jetzt der Richtige, ja. Darf ich es probieren? Du wirst es probieren, klar. Monate vor der Tournee ein Überraschungsauftritt in Köln. Allein auf der Bühne ein Mann und seine Gitarre. Du bist nicht einsam da oben. Du spürst wirklich die Wärme und du spürst die Energien, die dich tragen auf der Bühne. Ich wollte The Orpheus singen, bis einst der selbst zum Weinen zu bringen, durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, schwieg der Wind und das Meer. Verbrennst und du gibst alles in dieser Zeit und länger als 60 Tage könnte ich ja noch nicht, aber diese 60 Tage kann ich und die will ich erleben und die will ich intensiv erleben und da soll nichts von mir übrig bleiben. Und was will ich noch mehr? Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denk mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ist ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen. Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Den Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam. Bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut.